bisschen wie bei der Tagesschau hier. Ich sortiere jetzt einfach, bis die Leute einschalten, sortiere ich so ein bisschen meine Zettel. Hallo. Sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich total, bin schon wieder ganz nervös. Ich bin Vicky von Vanilla Ice Dream, falls ihr das nicht wisst. Und heute darf ich eure Moderatorin sein. Und ich heiße euch herzlich willkommen zur Vanlife Show. Wir sind in der zweiten Folge heute und ich stelle euch, beziehungsweise ich führe 4 Interviews und die Interviewpartner stellen dann ihre eigenen Busse vor und wir dürfen alle zuschauen. Ihr dürft natürlich live Fragen stellen. Mein neuer Job als Moderatorin ist, diese Fragen durchzulesen und dann den Interviewpartnern zu stellen dementsprechend. Und selbstverständlich wird die Show gespeichert. Die erste Folge findet ihr bereits auf YouTube. Und genau, bald gibt es da noch sehr viel mehr. Die Show findet ab jetzt wöchentlich statt, am Sonntag. Wahrscheinlich um diese Uhrzeit, um 11, weil einfach es schöner ist, wenn es hell draußen ist und man den Van dann zeigen kann. Genau. Eine Sache noch, und zwar freue ich mich extrem darüber, euch mitteilen zu können, dass die Show bald auch von unterwegs aus stattfindet, denn ich habe Vanilla verkauft und bin gerade auf der Suche nach einem neuen Van. Deswegen, ich freue mich sehr. Und bis dahin gibt es das alles hier aus meinen Tagesschau 4 Wänden. Leider habe ich ein klitzekleines Problemchen. Und zwar hat mein erster Interviewpartner ein technisches Problem und kann vermutlich nicht live kommen. Ich schaue mal, ob die anderen bereits bereit sind. Ich muss mal schauen, ob ich hier einladen kann. Da. Und zwar, unser erster Interviewpartner heute ist ein junges Paar, die mir aufgefallen sind durch ihre wunderschönen Bilder und ihren ganz hochprofessionell ausgebauten Van. Nehmen Sie mal dazu. Mal schauen. Nicht, dass ich Sie jetzt beim Frühstück erwische oder beim Zähneputzen. Hallo. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, ihr zwei. Dankeschön. Wollt ihr euch mal vorstellen? Ja, also wir sind Buddy Wilma zusammen. Ich bin die Natascha. Ich bin der Daniel. Ja, und wir kommen beide aus Frankfurt, beziehungsweise wohnen in der Nähe von Frankfurt im Taunus. Und wir haben letztes Jahr unseren Van Wilma ausgebaut, beziehungsweise hauptsächlich meine Eltern haben den ausgebaut. Wir haben unterstützt und ja, waren bisher damit in Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Alpen, haben schon einiges gemacht letztes Jahr. Und jetzt hängen wir hier fest. Aber ihr seid ja draußen, sehe ich, ne? Ja. Zeig mal rum. Zeig mal rum, genau. Wir sind mit meinem besten Freund Hannes unterwegs, der auch einen Van hat. Den seht ihr wahrscheinlich später noch. Und ja, sind im schönen Homberg in Hessen. Toll. Ich habe ja schon auf euren Bildern gesehen und du hast es ja auch gerade ein bisschen erwähnt. Euer Van sieht total professionell aus. Wie habt ihr das denn geschafft? Also eigentlich, es hat wirklich sehr viel Planung gebraucht. Das ist, glaube ich, bei jedem Van so. Wir haben viel vorher im Internet recherchiert. Mein Vater hat sehr viele Tutorials geguckt. Der hat auch vorher noch nie einen Van ausgebaut. Das war sein erster. Wahnsinn! Das war das Pilotenprojekt quasi. Und er ist selber total der Wohnmobil-Freak. Die fahren schon seit Jahren immer mit dem Wohnmobil weg und kennt sich super beim Campen aus und was man braucht, was praktisch ist und so weiter. Und mein Traum war schon immer ein Van. Ich bin auch vorher schon mit Van gereist, dann halt immer geliehen. Und ja, dann haben wir meinen eigenen Van jetzt ausgebaut, beziehungsweise unseren Van jetzt. Ja, du hast die Farben gemacht und alles. Genau, ich habe dann recherchiert, wie er aussehen soll, so Interieur, Farben und so weiter, Deko. Und dann ging es auch schon los. Schön. Und wo hast du recherchiert? Also hast du da Tipps? Pinterest. Ich habe eigentlich alles, was ich schön fand, von Pinterest. Okay. Ja, tatsächlich auch von nirgends anders. Vielleicht Instagram noch ein bisschen, aber eher Pinterest.
weil es ein Okay. bisschen internationaler ist. Und hast du da nur das Layout oder auch die ganzen Ideen? Also ihr habt da ja so ein paar clevere Ideen verbaut. Hast du auch, also den ganzen, erzähl mal. Also so eigentlich habe ich die Optik hauptsächlich von Pinterest und die Ideen, wie wir das aufgebaut haben, ist eigentlich, ich würde schon sagen, eher von meinem Vater. Also uns war ein Ja. großes Bett sehr wichtig. Also uns war wichtig, dass wir beide genug Platz haben, weil wir das Auto hauptsächlich zum Schlafen benutzen Wenn wir unterwegs groß sind. und wir beide sehr groß sind. Und deswegen haben wir gesagt, das Bett muss über die gesamte Breite gehen und darauf hat dann das restliche Layout aufgebaut. Also wir haben dann gesagt, die Küche muss nach vorne, weil wir an den Seiten den Platz brauchen und die Couch zieht man dann komplett rüber. Ja, und dann hatten wir halt nur noch oben Platz für Schränke, deswegen ist der Schrank oben und so kam eins zum anderen. Hinten haben wir noch einen Schwerlastauszug, wo wir dann auch kochen, weil wir einfach gern draußen sind und eigentlich fast nie im Van kochen. Ja. Schön. Ja, Bevor wir uns den Van, ja? eher alles so danach Funktion aufgebaut. Ums Bett herum. Bevor wir uns den Van mal anschauen, wie nutzt ihr denn den Van? Also wie gesagt, hauptsächlich zum Schlafen unterwegs. Also wir sind beide keine Hotelfans. Wir sind sehr viel draußen, meistens wandern. Vorher waren wir auch schon mit dem Passat unterwegs und haben dann hinten auf einer Matratze geschlafen, weil wir einfach morgens meistens um 4 Uhr starten, irgendeine Wanderung oder so. Und dann braucht man einfach kein Hotel mit Frühstück oder sonst irgendwas. Also da reicht dann einfach ein Schlafgefährt, wo man dann wie sein Porridge morgens macht und dann losgeht. Aber irgendwann wird es halt ein bisschen unangenehm, wenn es dann viel regnet. Dann ist es halt schon blöd, wenn man sich nicht einfach mal hinsetzen kann oder die nassen Seiten, Sachen irgendwo ausbreiten kann. Und zu zweit reisen halt. Genau, ist einfach zu eng in einem Passat und Ja. ja. Wir benutzen den öfters so für Wochenendtrips zum Beispiel, aber auch halt so für lange Reisen. Aber wir wohnen halt auch nicht im Van, also es ist immer nur Genau. temporär. Und hier haben Und wir auch eure- genug für unser Equipment. Ja. Fotoequipment, Camping. Wanderequipment, alles Mögliche. Und ihr wart jetzt länger unterwegs im Sommer, richtig? Genau. Wir waren jetzt letzten Sommer 5 Wochen in Skandinavien unterwegs. Da sind wir, wie gesagt, dann durch Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark gefahren und waren auch komplett autark. Also wir sind nie auf Campingplätzen. Wir stehen einfach immer da, wo wir gerade sind oder wo die nächste Wanderung startet. Ja. Und was du mir vorhin in unserem Vorgespräch erzählt hattest, war, dass ihr gar nicht, wenn ihr unterwegs seid, gar nicht immer im Van schlaft. Genau. Wir haben immer unser Campingzeug dabei und haben ein extra Fach quasi, wo unser Zelt und unsere Matten und Schlafsäcke sind. Ja. Und wir lieben es zu biwaken. Ja, Das manchmal haben gehen im wir Sommer auch viel einfach gemacht. nur mit Rucksack und Schlafsack Ja. los. Ja, schön. Schön. Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich mir immer vorgenommen habe, aber dann ist das Bett ja doch so bequem und dann bin ich am Ende der Wanderung wieder zurückgekommen. Aber das steht auf dem Plan. Das möchte ich auf jeden Fall mehr machen jetzt. Sehr schön. Wollt ihr uns euer Van mal zeigen? Sehr gerne. Ich gehe dann mal auf die Kamera. Erstmal meine Stativkonstruktion wieder wegmachen. Ich gehe mal ein Stück zurück. Das ist unsere Wilma. Ich hoffe, man sieht es. Das Wetter ist leider nicht mehr ganz so schön. Ja, hübsch. Ja. Gehen wir nach vorne. Hier ist quasi unsere Küche. Hier haben wir unsere ganzen Küchensachen drin. Also Ich muss ein Besteck. bisschen langsamer die Kamera schwenken, weil es wegen der Internetverbindung ein bisschen hackt. Also hier ist Sehr gut. Küchenaufbewahrungsschublade. Hier unten ist eigentlich unsere Kühlbox drin, aber die haben wir gerade aktuell zu Hause, weil wir Probleme mit unserem Kühlschrank hatten. Deswegen ist die gerade nicht hier drin, aber hier ist eigentlich eine sehr große Kühlbox drin, wo wir genug Platz haben, um Sachen für 1 bis 2 Wochen zu verstauen. Ansonsten haben wir hier unten unser Bettzeug drin. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das sehr voll gerade. Das sind Bettdecken. Schlaft ihr mit Bettdecken oder mit Schlafsack? Mit Bettdecken. Schlafsack mögen wir nicht. Also zumindest nicht im Van. Ist einfach viel kuscheliger, wenn man da irgendwie dann so eine Bettdecke hat.
weil ich dieses Geräusch von Schlafsäcken auch Ja. ganz furchtbar finde. Also beim Zelten ist es okay, weil es natürlich auch sehr praktisch ist und seinen Sinn hat, aber beim Campen im Bus mag ich lieber normale Decke. Ja, Und da verständlich. haben wir dann auch, also für die Kissen haben wir dann noch extra Bezüge, die hängen da vorne in diesem Säckchen. Genau, dann haben wir hier oben noch eine Dachluke, auf die sind wir auch sehr stolz. Da sagt mein Vater immer, das würde er nie wieder machen, weil das richtig schlimm war, die einzubauen. Also der T5 hat ja oben so Rillen und es war halt anscheinend ein richtiger Akt, die irgendwie flach zu klopfen und dann dieses Dachfenster da reinzumachen. Also würde er nie wieder machen, sagt er immer. Okay. Genau, das kann ich noch zeigen. Ah ja, ich gehe mal rein. Schränke. Genau, hier oben haben wir, wie gesagt, die Schränke. Da sind unsere Klamotten drin. Ist wahrscheinlich auch nicht aufgeräumt gerade, aber sieht man ein bisschen was. Hier unten haben wir auch jeder nochmal ein Stauraumplätzchen, Schrank, wie auch immer. Der Campingfach ist hier hinten. Genau, das Ausziehfach kannst du mal zeigen. Also hier sieht man dann das, ich kann ja gerade mal kurz das Bett zeigen. Das sieht man hier unten drunter. Da sieht man den Ja. Lattenrost, den zieht man dann einfach hier drauf. Und dann kann man hier hinten diese Matratze, die ist so aneinander genäht, die klappt man dann einfach auf und dann hat man die komplette Fläche zum Liegen mit dem Stück hier noch. Ich gehe mal zum Schwerlastauszug. Das ist dann unsere Küche. Sehr schön, ja. Genau, da haben wir alles drin. Da haben wir auch noch mehr natürlich als Küchenzeug drin. Ist gerade auch ein bisschen messy. Und hier ist dann der zweiflammige Gaskocher mit Gasflasche, Schlauch, Töpfe, alles, was man zum Kochen braucht. Ja, ich glaube, das war nachher ein Dachträger, haben wir auch noch. Den haben wir aber gerade auch nicht voll beladen. Da haben wir eigentlich unsere Dusche drauf. Die brauchen wir zwar ein Wochenende natürlich nicht. Haben wir quasi einen 40 Liter Kanister nochmal zusätzlich drauf mit Schlauch. Da kann man duschen. Wir haben eine Leiter. Wir haben eine Leiter, genau, eine Solaranlage, haben noch eine extra Box. Ich kann ja mal hochgehen, genau. Einhändig. Genau. Ja. Das ist die Wie viel Solaranlage. Solar habt ihr da auf dem Dach? Wie bitte? Wie viel Solar habt ihr auf dem Dach? Die Frage haben wir uns letztens auch gestellt, als wir das gefragt wurden. Ich glaube, es sind 260 Watt. Ja, 260 Watt müssten es sein. Oder 280. Hat zumindest immer gereicht. Irgendwie sowas. Genau. Dann haben wir hier noch unseren Anschluss für den Wassertank. Hier befüllen wir den. Hier ist unser Landstrom, den wir eigentlich nie benutzen, aber wir haben ihn. Genau, die Fenster, die haben wir auch nachträglich eingebaut. Insgesamt 3 Stück. Oben haben wir noch eine LED-Bar, weil es in Skandinavien im Winter relativ dunkel ist, beziehungsweise komplett dunkel. Da braucht man das. Ja. Standheizung habt ihr auch, nehme ich an, oder? Genau, Standheizung haben wir auch. Die kann ich auch noch mal zeigen. Skandinavien im Winter redet. Die noch mal rum. Die macht man hier an. Wir haben einfach nur den Regler, dass wir entweder viel oder wenig haben. Mehr kann man hier nicht einstellen. Mhm. Aber das reicht. Und die kommt dann hier raus. Ja. Ja, Sehr schön. natürlich unsere Bilderwand, auf die wir sehr stolz sind. Ja, die sieht natürlich sehr schön aus. Man darf erwähnen, dass Daniel ziemlich professioneller Fotograf ist, oder? Genau, wir können uns ja mal wieder zeigen. Ich probiere mal wieder unsere Konstruktion hier aufzubauen. So. Genau, also Daniel fotografiert viel, beziehungsweise auch beruflich und deswegen auch sind wir viel am Reisen. Ich nehme halt immer so den kompletten Urlaub im Jahr, den ich dafür nehmen kann, weil ich ja eigentlich Oder festangestellt bin. kündigst deinen Job. Oder kündige meinen Job, bevor ich dann mit dem nächsten anfange. Genau, und ja, dadurch Ja. reisen wir jetzt mittlerweile mit Wilma viel, auch was seinen Job angeht, aber auch natürlich müssen wir auch fliegen oder er, wenn man nicht überall mit dem Van hinkommt. Aber mit dem Van ist immer am schönsten. Also jetzt letztes Jahr die Reise wird zum Beispiel auch Teil von einem Buch sein, was ich dieses Jahr noch rausbringen werde. Mhm. Und Cool. geht da auch ums Thema Vanlife, Genau, ein aber auch Roadtrip, um die Reise in den Norden und sowas. Roadtrip durch den Norden. Und ja. Ja, Sehr Als- schön.
Hier wurde mich gefragt oder euch gefragt, ob es ein kurzer oder ein langer Radstand ist. Das ist ein kurzer Radstand. Wir haben tatsächlich über einen langen nachgedacht, weil wir beide, wie gesagt, so groß sind, aber aus optischen Gründen wurde es dann der kurze. Es war auch schon schwer genug, einen guten Van zu finden. Also Ja. wir waren schon froh, Es war dass auch wir den ein dann gefunden haben. richtiges Schnäppchen. Also wir haben quasi das Billigste genommen, was wir finden konnten, was halt wenig Kilometer hatte und haben dann daraus dann das gemacht, was es jetzt ist. Also das war der Plan, dass wir halt was aufwerten und nicht irgendwie Ja. einen super teuren Van kaufen und den dann noch teurer machen. Sehr schön. Ist es ein T5 oder ein T6? Ich weiß jetzt Das gar ist ein T5. Das ist ein sehr alter T5. Der ist von 2004. Das ist, glaube ich, der erste T5, der gebaut wurde. Der kam direkt nach dem T4. nicht. Mhm. Der hat auch 86 PS nur. Wir haben sie mit 120.000 Kilometer gekauft. Keine Klima. Keine Klima. Und vorher war sie ein Malerauto. Echt? Also ich muss sagen, der Van, also der Dachträger macht eine Menge aus, ne? Der Ja. Wagen sieht richtig schick aus. Ja. Ja, wir sind auch froh, dass wir einen silbernen gefunden hatten, weil die meisten, die man so findet bei eBay oder bei Autoscout oder so, die sind halt irgendwie alle weiß. Ja. Und man sieht halt so viele weiße Vans immer. Ich weiß, deiner war auch weiß. Ich habe auch erst überlegt, ob ich weiß will, weil dann hätte ich ihn unten foliert. Aber dann haben wir den silbernen gefunden und haben gesagt, der wird's. Ja, Ja. vor allem mit den ganzen schwarzen Anbauteilen jetzt. Also wir haben da Ja. ja auch diese Lüftungsschlitze. Keine Ahnung, ob die was bringen und für was die eigentlich sind, aber es sieht cool aus. Ich glaube, sie waren mal zur Belüftung gedacht und jetzt, wo wir alles isoliert haben, sind sie nur noch Deko. Sehr schön. Dann schalten wir vielleicht mal rüber. Mhm. Bist du bereit, Hannes? Ich habe nämlich gestern ganz spontan erfahren, dass ihr mit eurem Kumpel campt, der auch einen Bus hat und auch einen sehr schönen Ausbau. Und dann dachten wir, haben wir doch ganz spontan gesagt, dann machen wir das doch gleich mit. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir am besten. Es sieht aus, als wäre er ready. Ja, er ist auf jeden Fall Ich bin ready. auf jeden Fall im Live. Und er ist auch schon im Live-Channel. Ich glaube, dann gehen wir Sehr einfach gut. mal raus, oder? Ja, ihr könnt noch einmal euren Instagram-Namen sagen, falls man den nicht mehr Also sieht. der Bus heißt Bulli Wilma. Das ist bulli.wilma. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und Sehr uns euren gerne. vorgestellt. Bis gleich. Ja, viel Spaß noch. Ihr seid ja nicht ganz weg. Er ist noch da. Tschüss. Tschüss. So, dann nehmen wir doch gleich als nächstes Hannes mit rein. So. Hallo. Hallo, ich hoffe, das geht so. Man kann mich sehen. Ja, man kann Fragen bitten. Moment. Hallo Hannes. Schön, dass es so spontan geklappt hat. Ja, freut mich auch. Hallo. Willst du dich einmal kurz vorstellen? Das kann ich machen. Und zwar bin ich der Hannes Becker. Ich bin Fotograf und seit ein paar Jahren jetzt schon selbstständig unterwegs mit der Fotografie und mit auf dem Instagram-Business, sage ich mal. Ja, Ja. ich habe gehört, als wir über dich gesprochen haben, habt ihr im Hintergrund gerufen, Influencer, Influencer. Das war sehr witzig. Ja. Ich weiß, man sagt das immer nicht so gerne, weil das so ein negativ behaftetes Wort ist, leider, ne? Ja, aber wir sind ja quasi trotzdem welche. Ja, Und genau. das ist auch okay so. Es ist ja auch eigentlich was sehr Positives. Eben. Also ich glaube, alle finden also sehr toll, was du machst, weil du lebst ja eigentlich davon, dass wir alle so Fernweh haben, oder? Ja, vielleicht nicht im Moment, weil ich auch nicht rauskomme und hier in meinem Kaff festhängen, aber das ist auch nicht verkehrt, wenn man dann hier mit Bulli Wilma und Kollegen ein bisschen campen kann. Das Sehr Beste schön. aus der Situation irgendwie machen. Ganz genau, ganz genau. Und man kann vielleicht ja auch ein paar alte Fotos wieder finden und nochmal bearbeiten und wieder weiterträumen, oder? Ja, wobei das nur depressiv macht. Muss ich Echt? sagen, wenn man durch das Archiv geht, ja, das ist nicht wirklich Oh erfreulich. je. Gut, dann lieber neue Reisen und am Wochenende wegfahren. Genau. Sehr schön. Ich habe gehört, dass du eigentlich etwas ganz Besonderes vorhattest mit deinem Van.
Mhm. Magst du Soll mal ich da erzählen? kurz von erzählen? Ja. Ja, also ich bin ja jetzt seit ein paar Jahren selbstständig und bin viel rumgereist, viel mit dem Flugzeug und wollte jetzt halt endlich mal die ganze Fliegerei ein bisschen zurückschrauben und mit dem Van unterwegs sein. Weil wenn ich dann unterwegs war, ich halt auch oft mir einen Mietwagen geholt habe oder auch ja, einen Camper für unterwegs. Und ich wollte halt jetzt endlich mal einen eigenen Camper und ein eigenes Auto, mit dem ich auch auf längere Reisen gehen kann. Und ja, ich dachte, dass ich dann eventuell auch mal ein Buchprojekt umsetzen will und an einem persönlichen Projekt arbeiten will. Und da habe ich mir 2020 eigentlich vorgenommen, das komplette Jahr zu verreisen. Und es hätte Ende März losgehen sollen, also passend zur Krise. Und ich musste jetzt alle meine Reisen und Jobs und Projekte für das komplette Jahr erstmal ja, auf Eis legen oder nach hinten verschieben. Mhm. Halt schlecht irgendwas umsetzen im Moment. Okay. Aber in Deutschland, durch Deutschland fahren, ist das erlaubt zurzeit? Ist das eine Option für dich? Ich glaube, es ist seit heute wieder erlaubt oder seit morgen, dass man ein bisschen rumreisen kann. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Bayern ist und an Nord- und Ostsee. Aber ich denke, wenn man alleine ist, darf man rumreisen und die Campingplätze sind ja jetzt dann auch wieder auf die Tage. Das wird dann auch definitiv die erste Option sein in den nächsten Wochen, ein bisschen mehr von Deutschland zu erkunden mit dem Van. Noch nicht direkt raus, das muss auch nicht sein. Aber ich hoffe, dass der Sommer eventuell ein bisschen lockerer ist und man dann auch mal in Richtung Norden fahren kann. Ja, sehr schön. Also das heißt, deine Route wäre nach Norden gegangen, nach Skandinavien. Ja, also ich wäre jetzt eigentlich auf den Färöerinseln wahrscheinlich und dann Richtung Island. Also mit der Fähre rüber und mit dem Bus. Ja. Genau. Hast du dir dafür ein Allrad geholt? Nein, und das bereue ich. Lacht nicht so. Das bereue ich auch mittlerweile so ein bisschen. Also das war eigentlich Echt? damals schon eine Priorität, dass ich ein Allrad haben möchte, aber ich habe leider keinen gefunden, wo der Okay. Preis gestimmt hat. Allrad sind dann halt doch ein bisschen teurer und mir war die Farbe auch relativ wichtig. Ich wollte jetzt nicht irgendeinen roten, blauen oder weißen haben und ich wollte ihn jetzt auch nicht extra nochmal lackieren oder folieren lassen. Mhm. Und ich habe leider kein Allrad gefunden. Bin aber im Überlegen, den nochmal höher zu legen. Mhm. Aber ist jetzt erstmal für dieses Jahr keine Option. Ja. Also ich muss sagen, auf unserer Reise durch Russland und Zentralasien haben wir echt kein Allrad gebraucht. Mhm. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das da auf den Inseln da oben ist. Aber man kommt tatsächlich relativ gut voran, wenn man so ein bisschen Bodenfreiheit hat. Ich habe zum Beispiel Alufelgen drauf gehabt, die größer waren. Und Mhm. dadurch ist der ganze Wagen ein bisschen höher gekommen. Das hat mir in meinem T5 eigentlich schon Okay. durch die meisten Stellen durchgeholfen. Und hattest du auch irgendwie so Goodrich-Reifen oder ganz normale VW-Reifen? Nee, ich hatte ganz normale Reifen. Ja. Okay, cool. Sehr cool. Magst du uns deinen Wagen mal zeigen? Das kann ich machen. Fange ich erstmal außen an. Ja. Ich lese mir mal die Fragen durch währenddessen. Also es ist auch ein T5 wie Wilma, aber der T5-2. Also der neuere, der ist jetzt auch erst, Ja. glaube Das war 5 Jahre alt und hat auch erst 70.000 Kilometer. Mir war es halt wichtig, dass ich ein Auto habe, was relativ wenig Kilometer hat. Weil ich damit noch lange Touren vorhabe. Ja, wie gesagt, auch die Goodrich-Reifen und den Frontrunner Dachgepäckträger mit LED-Bar. Ja. Und oben auch Solar. Darf die 200. nicht ausgeklappt sein, die LED-Bar in Deutschland? Das ist eine gute Frage. Also Ausgeklappt darf sie sein, aber man darf sie nicht benutzen auf öffentlichen Straßen. genau, Okay. also man darf sie nicht benutzen auf öffentlichen Straßen, aber sie darf auch ausgeklappt sein. In Österreich muss sie zugeklappt werden. Okay. Okay, Ja. gut zu wissen. Ja, und ein schönes Grau, was ich ganz nett finde. Ja, sieht sehr edel aus. Ja. Können wir mal reingehen. Ich habe auch 2 Dometic-Fenster, links und rechts.
und einen Sitz, den ich umdrehen kann. Das fand ich auch ganz wichtig, weil das einfach nochmal viel mehr Platz bietet und ein größeres Raumgefühl auch bietet im Van. Ähm, generell das Konzept war mein eigenes. Der Van wurde auch ausgebaut von den Eltern von Natascha. Und mir war wichtig, dass ich viel Stauraum habe für mein Equipment oder für Schlafsack, Jacken oder Kamerazeug. Das heißt, ich habe links eine komplette Schrankwand voll mit Fächern und einem kleinen Schreibtisch, wo dann mein ganzes Kamerazeug drin ist. Und also jetzt nicht mein ganzes Kamerazeug, weil das brauche ich ja im Moment nicht. Aber das wird dann da reinkommen und halt auch eine kleine, ich sag mal, Ladestation, dass ich hier mein Zeug laden kann. Kannst du das mal von ein bisschen weiter weg zeigen? Das sieht ja ganz clever aus, die Konstruktion. Ja. Cool. Genau. Bett. Ich habe mich dazu entschieden, ein quasi L-Shape-Bett reinbauen zu lassen, dass, wenn es mal schnell gehen muss, ich mich auch einfach so draufschmeißen kann. Ist auch ganz praktisch, muss ich sagen. Ich kann auch ich kann das ja mal kurz machen, innerhalb von, ich sag mal, 5 Sekunden das Bett ausziehen Einhändig. und nehme dann hier hinten das Kissenstück und habe dann auch ein großes Bett. Ja. Wie breit ist das? Ich glaube, es ist 1,40 mal 1,90 ungefähr. Okay. Ja, also auch groß genug für 2 Leute. Ja. Und hier vorne habe ich dann noch einen kleinen Küchenblock mit Wasser, 70 Liter Wassertank. Hier unten ist der Konverter und ich sag mal mein Stromkasten und noch eine Schublade mit Kram. Und auch noch eine Tischplatte, falls man mal drin kochen möchte und man von beiden Seiten halt auch essen kann. Ja. Super. Und das hast du dir selbst ausgedacht, das Layout? Genau, ein bisschen auf Pinterest geschaut, wie Natascha auch, aber das Konzept an sich und das Layout habe ich mir so schon selbst ausgedacht. Ja. Ja. Hinten habe ich halt auch noch einen Auszug. Und noch eine kleine Schrankwand mit Spiegel, einem kleinen Regal, was auch ganz praktisch ist. Und hier halt ziemlich viel Staufläche. Ja. Dauer. Und der Auszug. Jo. Sehr schön. Ich schaue noch gerade, ob es Fragen gibt. Wie findet ihr eure Übernachtungsplätze? Steht hier. Jetzt hast du deinen Van ja noch gar nicht so lange, oder? Ja, ich habe den Van jetzt ungefähr ich setze mich mal wieder hin und drehe die Kamera um. Moment. Der Van ist jetzt fertig seit einem guten Monat und wir stehen hier halt in meinem Umland. Nicht im Wald, aber auf Wiesen und Wegen. Und eigentlich juckt das hier keinen. Also hier ist auch nichts los, Ja. was ganz praktisch ist. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so der beste Tipp, den man geben kann. Da, wo es keinen interessiert, ob da ein Auto steht, genau da sollte man dann stehen. Genau. Ja, und wir achten halt drauf, dass es eventuell ein bisschen verdeckt ist von Bäumen oder so, dass es nicht so ersichtlich ist von Straße oder Wegen. Ja. Super. Vielen, vielen Dank, dass du uns hier deinen Ausbau gezeigt hast. Und ich schätze, dass wir von dir, sobald die Grenzen wieder offen sind, ganz, ganz tolle Vanlife-Fotos sehen dürfen auf deinem Kanal oder auf deinem Account. Ich glaube, ich habe keine Fragen mehr verpasst. Kannst du die anderen beiden gleich mitzeigen, dann kann ich euch einmal richtig. Ja, tschüss ihr alle 3. Vielen, vielen Dank. Ich finde euch sehr cool mit der Hängematte. Habt noch einen wunderschönen Sonntag.
Du auch. Danke. Tschüss. Auch. Ciao. Tschüss. Hier raus. Sehr gut. Das war jetzt sehr spannend. Ich wollte eigentlich heute eine Variation an Vans und Leuten zeigen. Jetzt sind aber alles tatsächlich Fotografen, die ich hier dabei habe. Die nächsten Gäste sind Jessie und Markus, auch Fotografen. Und die laden wir jetzt mal mit ein. Ich hole mal hier meine Tagesschau-Papiere raus für Jessie und Markus. Da. Hallihallo, Hi. dass es geklappt hat. Ja, wir hoffen, es geht mit der Internetverbindung. Mit dem WLAN haben wir schon aufgegeben, jetzt sind wir mit dem mobilen Datenvolumen drin. Wir hoffen, das klappt. Ja, also ich verstehe euch und sehe euch sehr gut. Das ist Das gut. ist doch schön. Sehr schön. Perfekt. Dürft ihr zwei euch mal vorstellen? Ja. Ja, wir sind Jessie und Markus und wir sind Hochzeitsfotografen und wir haben vor 2 Monaten Wir sind seit 2 Monaten ungefähr unterwegs und haben unsere Wohnung gekündigt, alles verkauft und leben jetzt im Van. Sehr cool. Sehr schön. Das heißt, wo seid ihr gerade? wir sind gerade in Portugal im Alentejo-Gebiet. Also Das ist im Inland. mitten im Nichts eigentlich gerade. Und ihr wart jetzt auch die ganze Corona-Zeit über dort, richtig? Ja, genau. Wir Genau. waren vorher 5 Wochen an einem See und jetzt haben wir uns wieder ein Stück weiter getraut und sind jetzt am nächsten See. Ja. Okay. Und wie ist es gerade mit dem Reisen in Portugal? Dürft ihr euch bewegen? Oder? Also die haben letztes Wochenende haben die den Notzustand gelockert. Also ab da durften wir uns wieder ein bisschen bewegen. Man soll halt nicht sich zu viel bewegen und ja, da achten wir jetzt einfach drauf, dass wir ganz langsam reisen und die Zeit hier noch weiter genießen können. Ja. Hier stehen auch an diesem Platz stehen auch ein paar Camper. Sonst finden wir immer blöd, wenn andere da sind. Aber jetzt gibt einem das immer ein gutes Gefühl, wenn man auch weiß, hier stehen Ja. andere. Und, Ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. Das macht Sinn. Sehr schön. Das heißt, ihr habt gerade gesagt, ihr habt alles verkauft, habt keinen Wohnsitz mehr in Deutschland? Also Also offiziell schon, keine aber ja. Genau, ja. Okay, und wie kam das zu dem Entschluss? Ja, wir waren letztes Jahr, oder eigentlich, wir sind Hochzeitsfotografen und sind wegen unserem Job halt ziemlich viel unterwegs, also nicht nur in Deutschland, sondern auch teilweise europaweit. Und wir waren vor allem letztes Jahr so viel unterwegs. Und da haben wir letztes Jahr, im Mai haben wir, glaube ich, mal getestet, mit einem Van zu fahren. Da haben wir uns einen gemietet und fanden das einfach so cool und haben gedacht, ey, irgendwie so ist viel besser, weil wir so einfach immer alles dabei haben und wir müssen nicht immer von unserer Heimat bis zur Hochzeit und wieder zurück, sondern wir können dann einfach von Hochzeit zu Hochzeit reisen und haben trotzdem immer alles dabei. Und da haben wir gedacht, komm, da machen wir jetzt. Alle haben immer gesagt, wir haben uns verkleinert. Dabei finden wir, haben wir uns voll vergrößert, weil wir hatten ja vorher nur einen Corsa. Jetzt haben wir ja viel mehr an Bord. Ja, sehr cool. Und wie hat eure Familie dazu reagiert, also da drauf? Alle fanden es ziemlich bekloppt und haben, glaube ich, auch gedacht, wir kommen nach 2 Wochen wieder. Und ich glaube, jeder hatte so ein bisschen Angst, auch unsere Freunde, dass wir uns bei denen bald einquartieren. Ja. Aber ja, ich glaube, die denken, man kann uns eh nicht aufhalten. Und ja. Sehr schön. Dann sind wir doch vielleicht auch schon bereit, euren Van zu sehen, oder? Ja? Können wir gerne machen. Jessie, möchtest du die Zeig mal Kamera her. filmen? Ja, kann ich mal. Aber ich nehme die hier raus, oder? Mach das. Wir haben hier so einen mega coolen, professionellen Ja, Selfie-Stick. alle Fotografen hier, die machen hier richtig professionelle Stative. Guck mal, man kann hier auch einen Filter. Guck mal, sieht doch meine Haut direkt viel besser Ah, aus. So, ich drehe mal einmal die Kamera. So, dann Geh mal fange ich erst mal quasi von außen an. Also hier kommt man quasi rein. Das ist der Haupteingang. Du könntest schon mal einmal diese Platte noch holen, dann können wir die noch einmal zeigen, oder? Basis. Bitte? Was sagst du? Welches Basisfahrzeug habt ihr? Das ist ein Fiat Ducato. Wir haben gerade einen Ersatzreifen. Eigentlich ist der hübscher. Man kann das ganz gut sehen. Der ist 3,70 Meter lang. Also ich glaube, jetzt heißt das... Genau, die Ladefläche ist 3,70 lang. Also jetzt heißt der L3. Genau, dann haben wir hier noch so ein Gedönne.
kann man so ein Teil dran machen. Hier kann man noch aufklappen. Das soll später auch noch ein Schreibtisch werden, weil wir den Sitz hier noch drehen wollen. Aktuell können wir den noch nicht drehen. Genau, Das dahinter, hinter den Jacken Das quasi. wird alles ein bisschen zu knapp. Genau. Klapp mal wieder runter, damit ich rein kann. Genau, hier ist unser Kleiderschrank. Da sind Schubladen bis oben. Und dann ist oben ein Regalfach quasi. Und dann haben wir 2 Küchenblocks. Boah, das ist echt krass eng. Quasi hier einen und da. Ja. Das sind fast alles Schubladen, beziehungsweise da ist noch unser Kühlschrank. Kann ich mir zeigen? Habe ich was vergessen, Markus? Okay. Unser Herzstück, unser Thermomix. Haben wir noch. Ja, für unseren Thermomix stellen wir uns ein bisschen. Genau. Und hier sind 2 Sitze. Darunter ist unsere Toilette. Kannst du das einmal aufklappen? Kann man hier einfach so. Ja, hochprofessionell mit den Kabeln. Ja, muss ich immer so genau hingucken. Willst du noch einmal den Tisch ausklappen oder halt du da die Kamera? Ja, rein? Dann kannst ich halte die Kamera. Ich übernehme die Kamera so. Da haben wir noch unseren Tisch. Da essen wir dann eigentlich immer dran oder arbeiten dran. Meistens arbeitet Jessie da und ich sitze vorne. Hier ist noch eine Wäscheklappe. Eine Wäscheklappe haben wir noch eingebaut, genau. Darunter ist noch unsere Heizung, haben wir noch nicht gesagt. Ne? Genau. Unsere Standheizung Ja, einfach. hier ist noch Spüle. Mit unserem professionellen Spalt. Und dann haben wir hier oben noch unsere Hochschränke, jeweils an den Seiten. Kann man hier so. Genau. Bei uns kann man nicht so mega viel umfunktionieren, deswegen sind wir schon fertig, oder? Die Garage kennen wir noch. Die Garage können wir uns dann Jakob. Wie groß ist denn euer Bett, bevor wir rausgehen? Äh, Oh ja, das fährt. das Bett ist 1,80 mal 1,20. Wir sind nicht so groß, deswegen konnten wir ein kleines Bett nehmen. Wir sind beide Mini. So, jetzt gehen wir einmal hier rum. Und dann haben wir hier noch unsere Garage. Die ist aktuell noch nicht ausgebaut. Eigentlich, Hauptsache Bier dabei. ja, eigentlich sollen hier noch so Schwerlastregale rein mit so Auszugsschubläden und noch ein großes Fach haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil der eigentliche Plan war, dass wir jetzt in Schweden sind und da eigentlich unsere Hochzeit gefeiert hätten. Da hätten wir diesen ganzen Stauraum gebraucht. Aber gut, das kommt jetzt in Zukunft noch. Genau. Hier hinter ist unser Wassertank. Haben wir 100 Liter drin. Und dahinter ist unser ganzes Stromgedöns. Genau. Habt ihr einen extra Abwassertank? Wir haben einen Abwassertank unter der Spüle. Der ist, ich glaube, 40 oder 50 Liter. 40 Liter, glaube ich. Dann, genau, der ist einfach unter der Spüle verbaut. Okay. So einer zum Rollen wie so ein Trolley. Genau. Ah, So, jetzt okay. gehen wir wieder rein. So. So, jetzt wurde Genau. ich natürlich gefragt, ob der Thermomix nicht den ganzen Akku leer zieht und ob das mit dem, zusammen mit dem Kühlschrank, also wie viel Strom habt ihr dabei? Erklär mal das ganze Elektrokonzept. Also wir haben eine 100 Ampere Lithium-Batterie dabei. Also das ist schon mal ganz praktisch, weil wir da alles nutzen können. Und haben oben auf dem Dach 200 Watt Solarplatten drauf. Und eigentlich klappt das ganz gut, wenn wir zum Beispiel Wasser kochen. Tut er jetzt so cool. Wenn schlechtes Wetter ist, guckt er den ganzen Tag nur auf seine Ja. Wenn Also die Batterie schon nur noch 40% hat oder eigentlich schon bei 60%, kriegt er schon Panik. aber wenn Sonne ist es wirklich gar kein Problem. Da lädt die Batterie wieder relativ zügig auf. Zum Wasserkochen zum Beispiel zieht die ungefähr 15 bis 20% von der Batterie weg. Die haben auch Ungefähr. quasi als Backup-Plan hier diesen kleinen, Genau. kann man das so sehen? Warte, ich drehe mal wieder die Kamera. So, da haben wir nämlich als Backup-Plan, wenn schlechtes Wetter ist, nehmen wir den Gaskocher einfach. Ja. Also, Das war auch erstmal nur ein Versuch. Das war jetzt quasi die erste Tour. Und wir haben gesagt, wir nehmen das jetzt mal so mit und schauen, ob das klappt. Und wir wollten uns nicht direkt einen Gasherd einbauen, weil wir gedacht haben, falls wir nachher so gut auskommen, haben wir noch eine Arbeitsplatte. Und wahrscheinlich lassen wir es auch so. ja, Ne? ich denke, Ja. oder wir lassen, wir kommen echt gut damit aus. Ja. Habt ihr noch einen Landstromanschluss zusätzlich? Ja, aber haben wir bisher noch nie gebraucht. Ja, das Ja. kommt vielleicht für den Winter, ist das wahrscheinlich eine Option. Also ich bin tatsächlich auch, ihr habt mich dazu inspiriert auch. Es gibt ja viele, die mit Induktion kochen. Und Ja. ich habe überlegt, ob so einen Thermomix oder es gibt ja auch so Fake-Thermomixe, ob man sich sowas holt. Und jetzt bin ich auf einen Multikocher gekommen. Die können nämlich auch noch braten und alles irgendwie integrieren und backen und. Und Ach, ich finde krass.
witzige Alternative, weil man tatsächlich einfach kein Gas verbauen muss und die Platte leer hat. Das ist natürlich Ja, Ja. bei uns war halt auch diese Gaskartuschen, wenn, dann hätten wir halt so eine fette genommen und die nehmen halt so mega viel Platz weg und irgendwie fanden wir es auch ein bisschen gruselig. Ja. Und dann haben wir gedacht, wenn es ohne geht, vor allem Genau. man hat halt keine Kosten, weil der Strom kostet ja nichts. Ja. Das ist schon ganz cool. Und also wenn wir fahren, normalerweise würden wir auch ein bisschen mehr fahren, dann lädt er die Batterie auch wieder auf, dann geht's ja eh. Ja, eben, genau. So, jetzt steht hier nochmal, wie viel, ihr habt zwar gesagt, wie viel Wasser ihr habt, aber würdet ihr das vielleicht noch, Wir haben hinten drin einen 100 Liter Wassertank. genau. Und den ganzen Van habt ihr selbst ausgebaut? Ja, genau. Mit Markus Papa, der hat ein bisschen geholfen. Ja, also das Konzept und eigentlich die ganze Umsetzung und so haben wir selbst gemacht. Und wie oft müsst ihr den Wassertank auffüllen? So alle 4-5 Tage ungefähr. Genau. Es kommt Und immer so ein bisschen drauf an. Jetzt können wir auch mit dem Seewasser spülen. Aber wir trinken das Wasser halt auch und wir trinken relativ viel. Und ja, wir duschen halt nur gar nicht hier. Also wir haben, glaube ich, 2-mal hier die Haare gewaschen oder so. Aber Wenn wir, das jetzt noch dazu kommt, wenn man sich irgendwie Genau. jeden Tag die Haare waschen will oder so, dann ist natürlich mehr. Aber wir standen ja jetzt letzte Zeit immer an so einem See, da war es immer ganz praktisch, da konnte man da ja immer eben schnell reinhüpfen und dann war man ja sauber. Ja. Wie lange hat euer Umbau gedauert? Wie viel Zeit habt ihr da? So insgesamt, ich glaube, so ungefähr 3 Monate. am Stück, wenn man das am Stück quasi rechnet. Ja. Aber ansonsten haben wir den im September, glaube ich, gekauft und im Februar waren wir fertig. Genau, also wir haben September kurz angefangen, weil wir gutes Wetter brauchten, um die Fenster einzubauen. Und dann so richtig angefangen sind wir erst im Dezember. Und dann halt durch bis Mitte Februar ungefähr. Ne? Aber wir hatten halt auch dann, wir waren ja, also dadurch, dass wir selbstständig sind, konnten wir halt immer den ganzen Tag werkeln und Markus Papa hat halt auch ein bisschen geholfen. Also wir waren halt teilweise mit 3 Leuten. Ist ja dann auch nochmal was anderes. Ja. Ja. Und Markus Oma hat uns immer bekocht, deshalb Genau. muss ich jetzt dafür auch meine Zeit nutzen. Ja. Super, ja, das habe ich bei meinem ersten Ausbau auch so gemacht. Das habe ich bei meinem ersten Ausbau auch so gemacht. Oma hat gekocht. Ja, das war schon gut. Ja. Sehr schön. Ist es richtig, wenn ich sage, dass ihr euer Leben beziehungsweise euer Zuhause euren Wünschen und Bedürfnissen angepasst habt? Weil ihr ja eigentlich gesagt, also so wie ihr am Anfang erklärt habt, dass ihr gemerkt habt, ihr seid so viel unterwegs. Und dann habt ihr gesagt, dann machen wir jetzt einfach, dass unser Zuhause auch unterwegs ist. Ja, schon, ja. Voll. Ja, uns fehlte eigentlich immer auf Reisen, fehlte immer irgendwas und fehlte immer irgendeine Bequemlichkeit oder keine Ahnung, weil immer wieder in Hotels oder Airbnbs einzuchecken, das ist man ja auch, also man ist ja auch nicht so frei dann in den Dingen, man muss ja mal zu einer gewissen Uhrzeit dann da sein, dann irgendwie passt es so viel besser für uns. Und so ist halt so cool, weil wir sind beide schon eigentlich, also wir gucken auch mal gerne Serien oder, also allgemein sind wir schon Menschen, die gerne zu Hause sind und es auch gerne schön haben. Und ja, wir waren auch öfter mit dem Rucksack reisen und dann haben wir uns immer so richtig auf Zuhause am Ende gefreut. Und jetzt ist halt so cool, dass man immer unterwegs ist und trotzdem das Zuhause dabei hat. Das war für uns so die beste Kombi, so die Mischung aus Fern- und Heimweh in einem quasi. Ja. Sehr schön. Hier kommt noch eine sehr gute Frage, und zwar, ob ihr eine WOMO-Zulassung habt, weil ihr habt ja keine fest verbaute Kochstelle. Doch, Ja, haben wir, das haben wir ein bisschen getrickst. Wir hatten eine für 2 Kurzzeit. Stunden. Also wir haben vorher aber auch mit dem vom TÜV gesprochen und alles abgeklärt, was man braucht, wie man es machen kann und dann Der war Ist eigentlich sehr ganz- kooperativ, sagen Genau. wir mal so. Das Wir kommt müssen ja wirklich nur alles. einmal ein Foto machen für ihre Unterlagen, damit die fein raus sind und dann ist denen das ja im Prinzip total egal. Also es kommt tatsächlich sehr auf den TÜV-Prüfer an, da habe ich auch die gleiche Erfahrung gemacht. Meine hat auch gesagt, du, diese Vorschriften, die wurden vor so vielen Jahren gemacht und die hat einfach seitdem keiner geändert und ich habe auch meine Kochplatte in die Küche reingeschraubt. Das war dem ganz egal. Ja, voll. Und Ja. man kann ja auch, man muss ja nicht zu einem bestimmten gehen. Wenn man irgendwo ist und der ist blöd, dann geht man halt und fährt zum nächsten. Genau, genau. Super. Vielen Dank für alle eure Tipps. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und euch Sehr gerne. rumgekümmert habt. Sehr schön. Dann sehe ich euch weiterhin auf Instagram. Wir dich auch. Mögt ihr noch euren Namen einmal sagen, dass die Leute folgen? Jessie and Markus Diaries. Also Jessie mit Doppel S und mit I und Markus mit K und Diaries mit IE. Also super simpel.
Das war ja ganz einfach. Alles klar, dann habt noch einen wunderschönen Tag. Du Du auch, auch. mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. So, das waren 3 sehr, sehr tolle Touren. Wir haben nur noch 10 Minuten und wir versuchen es jetzt mal noch mit unserem ersten Gast. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Es ist eine Familie, die im Van leben und reisen. Und wir haben es auch letztes Mal schon versucht, aber es gab einfach technische Probleme und ich hoffe so sehr, dass es jetzt noch klappt. So, wir warten mal ein bisschen auf Sie. Ich finde nämlich das Thema wirklich spannend und es wäre so schön, wenn wir Sie sehen würden. Hallo. Hallo. Das gibt's doch nicht. Ich heule gleich. Es lädt. Aber ihr könnt uns hören, ne? Das ist ganz komisch. Das tut uns, also wir könnten höchstens wirklich mal ganz schnell noch Valus Konto versuchen, falls es da besser ist. Aber wir können ja kurz noch warten, bis es lädt. Es tut uns total leid. Wir sind auch hier im Alentejo und schieben es mal irgendwie auf die Internetverbindung. Wir verstehen es aber nicht so richtig. Schade, wirklich schade. Aber wisst ihr was, wir machen es jetzt einfach so, dass ich mit euch quasi ein blindes Interview führe. Weil, auch wenn wir unbedingt natürlich euren Van sehen wollen, finde ich jetzt einfach unglaublich spannend, dass ihr mit der ganzen Familie reist. Wollt ihr einfach mal kurz versuchen zu erzählen, wer ihr seid, dass wir uns das einfach nur bildlich vorstellen können? Ja, klar. Ja. Ich bin Melli Ich bin und der Wallo. genau, und hinten sitzt unsere Tochter Alva, die ist 3 Jahre alt. Und auf dem Arm haben wir unseren Neugeborenen, Aren. Der ist 2 Wochen alt. Mhm. Genau. Und ihr lebt schon länger im Van oder ihr reist länger? Ja, wir sind immer mit Bussen gereist auch, aber in dem jetzt seit Dezember und haben auch Wohnungen aufgegeben und Jobs aufgegeben und sind losgezogen und jetzt sind wir in Portugal gestrandet. Sozusagen durch Corona. Also eigentlich geplant, und dann wollten wir eigentlich länger hier bleiben wegen der Geburt und wollten eigentlich dann weiterreisen. Nun schauen wir mal, wie es weitergeht. Derzeit sind wir auch im Alentejo. Genau. Wir warten jetzt hier mal ab und dann geht's weiter. Genau, wir sind ja offiziell noch im Wochenbett. Ja. Also ihr habt ja schon gesagt, ihr seid seit Dezember unterwegs und euer Neugeborener ist dann dementsprechend auf der Reise zu euch gekommen. War das so geplant? Ja, das war so geplant, genau. Wir haben uns überlegt, wo er auf die Welt kommen soll. Wir hatten eigentlich ursprünglich Südamerika im Kopf. Aber dann war die Überfahrt ein bisschen teuer und dann war es Europa und dann haben wir in Portugal eine Hausgeburtshebamme gefunden, die ursprünglich aus Deutschland kommt, aber voll registriert ist in Portugal, ist ja auch wichtig, da gibt's hier nicht so viele von. Und dann haben wir uns dazu entschlossen in Portugal, dass er auf die Welt kommt. Und da hatten wir jetzt hier eine wunderschöne Hausgeburt beziehungsweise eine Zimmergeburt, weil unser Haus, das wir ursprünglich gemietet hatten für die Zeit, wurde abgesagt wegen Corona. Und dann haben wir hier bei ganz netten Portugiesen zumindest ein Zimmer bekommen und das ist halt alles gut gegangen und war auf jeden Fall sehr aufregend. Ja, Wahnsinn. Das muss man ja auch erstmal finden, ne? Ja, das stimmt. Jetzt wäre eigentlich an dieser Stelle die Van-Tour gekommen, aber ich frage euch einfach noch mal ein bisschen weiter über das Familienleben. Wie lebt es sich als Familie im Bus? Super. Für uns super. Wir hatten doch besser als gedacht. Also wir hatten irgendwie, unser Zuhause fehlt uns gar nicht mehr. Also noch nie. Hat uns auch, glaube ich, noch nie gefehlt in all den Reisen. Muss wir auch dazu sagen, was wir vielleicht für ein Auto haben. Wir haben vielleicht ein stimmt. Düdo, wir haben einen großen 7 Meter Düdo. Ja, genau. Und das ist quasi fast 10 Quadratmeter, fast wie eine Wohnung. Ne? Ja. Und hinten, wenn man jetzt eine Videoübertragung hätte, würde man sehen, dass unten Alva in ihrem Bett sitzt, den Vorhang geschlossen, das macht sie am liebsten. Dann liebt sie es, wenn wir anklopfen, wenn wir was von ihr wollen, dann macht sie ihn auch auf. Also sie hat da unten ihr eigenes Reich und oben drüber haben wir unser Bett. Also wir haben ja auch 2 große Betten drin, einen Sitztisch, eine Küche, einen Ofen, einen Holzofen haben wir auch. Also wir haben hier eigentlich wirklich alles, um sich wohlzufühlen und da fällt es einem dann auch leicht, als Familie zu reisen. Und
Gibt es einen Unterschied zum Reisen als Paar? Ihr seid ja auch vorher alleine gereist, richtig? Ja, ja, ja. Man muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal träumen wir uns auch in alte Zeiten zurück. Na, als Paar, also mit Kindern, ne? Also Also als da Reisen Paar. ohne Kinder. Reise ohne Kinder, ja. Das ist natürlich was anderes. Man muss jetzt halt 4 Bedürfnisse irgendwie befriedigen. Und wenn wir jetzt alleine wären, würden wir, glaube ich, auch schon längst wild stehen wieder. Aber so denkt man halt auch, okay, naja, Alva braucht ja auch mal jemanden zum Spielen und so. Also wir stehen immer wild, aber hier hat sie halt gerade noch eine Freundin zum Beispiel. Jetzt warten wir noch ein bisschen, bis sich die Umstände noch ein bisschen lockerern sozusagen. Und dann gucken wir mal. Also ja, es ist schon ein bisschen was anderes, aber es macht auch Spaß. Kinder sind auch Türöffner. Das haben wir gerade in Ländern wie Marokko oder wo wirklich andere Kulturen sind, auch hier in Portugal, dass man ganz mit den Einheimischen und das ist Ja, halt super Wahnsinn. schön. Ist es denn, das wäre jetzt meine nächste Frage, ist es schwer für Alva, Freunde zu finden unterwegs? Weil man ja eben gerade, wenn man wild steht, auch oftmals alleine ist. Ja, die erste Zeit waren wir 4 alleine und da fand sie das aber einfach total schön. Jetzt mit ihrem Bruder auch. Aber man hat ja dank Instagram kann man sich hier mit Leuten connecten, die quasi auch Kinder haben und sich mit Das denen stimmt. treffen. Und es geht eigentlich ganz gut und Sie war eigentlich seit Februar überhaupt gar nicht mehr alleine. Es waren immer Kinder da. Eigentlich schon seit Januar. ja. Ja, nur die erste Zeit in Nordportugal, Nordspanien im Winter, da haben wir niemanden getroffen. Aber dann konnte man ja in Portugal gar nicht mehr drum herum, andere zu treffen. Man kann ja kaum noch alleine stehen. Ja. Okay. Und wie sind eure Pläne? Also, oder habt ihr überhaupt Pläne? Wie soll euer Vanlife weitergehen? Oh, wir hatten so viele Pläne. Eigentlich wollten wir jetzt auf dem Weg nach Marokko sein. Eigentlich wollten wir letzten Winter schon in Marokko sein. Und jetzt ist unser Plan vielleicht hier abzuwarten, Portugal zu erkunden und den kommenden Winter in Marokko zu sein. Und dann mit der Fähre rüber zum Frühjahr, dass man Richtung Georgien und dann weiter Richtung Zentralasien. Das wäre schon der Traum. Ja, hoffentlich, dass das noch alles so klappt. Ja. Super. Auch sehr von deinem Account mit inspiriert. Also und ich war auch schon mal in Zentralasien, aber dann das mit dem Van nochmal so zu sehen, das war so, oh, wir müssen da einfach wirklich nochmal hin. Ja. Super. So, dann würde ich vorschlagen, was haltet ihr davon, wenn ich euch einfach, beziehungsweise wenn ihr einfach eine kleine Van-Tour in euren Stories macht, damit die Leute gleich auf euer Profil gehen können und dort einfach mal ein bisschen schauen, wie das so Ja, ist, dass ihr quasi... das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ja. Und dann werden wir auch mal in die Runde fragen, ob jemand irgendeine Idee hat, warum bei uns immer alles schwarz ist. Vielleicht weiß das ja jemand. Super. Dann machen Ja. wir das so. Es tut uns ganz doll leid, Vicky. Kein Problem. Wir haben uns gut unterhalten. Ich habe meine Fragen beantwortet bekommen, denn für mich ist das sehr spannend auch, wie man das als Familie so macht. Und ich wünsche euch noch eine tolle Eingewöhnung mit dem Kleinen. Ja, danke schön. Und viel, viel Erfolg bei der Van-Suche. Dankeschön. Ich schaue mal noch, ob es hier Fragen gab. Hat das Kind durch die Geburt einen portugiesischen Pass? Leider nein. Nee, leider nicht. Gerade ist es sowieso spannend. Wir müssen sehen, dass er überhaupt irgendeinen Pass kriegt, weil die Botschaft in Lissabon komplett dicht gemacht hat für den, sagen wir mal, Publikumsverkehr, nur für Notfälle. Und wir müssen ihn ja irgendwie noch anmelden. Also hakt hier alles sehr. Aber es ist nicht so, dass man in Portugal durch Geburt den Pass bekommt, sondern durch die Herkunft der Eltern. Und wir sind beide deutsch. Also hat das nicht so gut geklappt. Mögt ihr noch einen Kommentar reinschreiben jetzt, wer euer, also einfach nur, wir sind das, die hier sprechen oder irgendwie sowas, damit die Leute wissen, wo sie draufklicken, wie euer Name ist. Ja, wir sind Mellow Magic World. Ups, und wir sind, naja, autokorrekt. Zu sehen, unser Ja, sehr gut. Da kann man euch sehen. Magic World, genau. Ja. Genau. Super. Dann vielen Dank für dabei. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir sind schon eine Stunde durch. Die Vanlife Show hat ihr Ende gefunden. Ihr könnt gerne bei der Familie, bei Mellow Magic World, aufs Profil gehen. Ich werde auch gleich noch alle Teilnehmer in meiner nächsten Story verlinken, damit ihr da nochmal draufschauen könnt und ihnen fleißig folgen dürft, denn sie
versorgen uns alle mit ganz viel Vanlife-Content und inspirieren auch mich sehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich war dieses Mal tatsächlich nicht so aufgeregt wie beim letzten Mal. Und natürlich werde ich auch diese Show wieder speichern und auf YouTube hochladen, damit ihr euch, wenn ihr jetzt gerade keine Zeit hattet oder beim Frühstück bei Oma seid, wenn man jetzt sich schon mit Oma treffen darf, könnt ihr euch das natürlich auch später anschauen. Und nächste Woche noch auch die letzte Show ist auf YouTube. Und ich danke euch nochmal sehr fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich jetzt und ich bin ganz schlecht im Übergang machen. Tschüss. Das war die Vanlife Show. Ich brauche noch so ein Live-Outro. Ciao. Danke.